In den letzten Jahren haben wir uns auf dem Oktoberfest genauer das Mobilfunknetz der Telekom angeguckt. Und dieses Jahr gucken wir uns mal an, was wir im Bereich Festnetz hier machen. Und dafür habe ich mir direkt Verstärkung geholt vom Alexander. Alexander, was machst du hier eigentlich? Ich mache die ganze Versorgung von der Wiesn für die Bierzelte, die kleinen Zelte, Fahrgeschäfte, kleinen Stadtständen, dass die kommunizieren können, Bestellungen, Logistik halt generell, dann auch Abrechnungen, muss ja auch alles fürs Finanzamt abgerechnet werden und auch, dass die Leute mit Kreditkarten zahlen können. Alexander und seine Kollegen haben da einiges zu tun. Auf dem 34 Hektar großen Gelände der Wiesn werden in diesem Jahr 17 große und 21 kleine Zelte aufgebaut. Insgesamt 550 Schausteller und Budenbesitzer wollen die Festbesucher begeistern. Und die meisten wollen einen Festnetzanschluss der Telekom. Mehr als 300 Anschlüsse sind bereits beauftragt. Das ist Jahr für Jahr eine enorme Aufgabe. Schon im Juli hat die Telekom deshalb mit den Vorbereitungen begonnen. Auf dem Gelände wird ein Containerbüro eingerichtet. Die Versorgung wird geplant und festgelegt. Gut ist, dass nicht alles neu gebaut werden muss. Was ist auf den Wiesn schon anhand von Festnetz vorhanden? Wir haben 2 MFGs, die außerhalb von der Wiesn schon stehen, die das ganze Jahr da stehen. Und auf dem Gelände selber ist ein Glasfasernetz, das an den Muffen endet. Und was muss jetzt noch angeschlossen werden? Von den Muffen bauen wir Kabel raus zu den einzelnen Mobilfunkstationen. Und die Festzelte selber? Die haben über Kupfer, über die MFGs, sind sie auf dem Festnetz angeschlossen. Welche Bandbreite stellen wir hier denn zur Verfügung? Die meisten wollen 50 Megabit. Wenn sie mehr wollen, können wir das dann natürlich auch zur Verfügung stellen. Dennoch bleibt viel Arbeit und Alexander braucht reichlich Material. 2 MFG, die dauerhaft am Wiesengelände stehen, sind mit Glasfaser angebunden. Von hier aus führen Verzweigerkabel mit hunderten Doppeladern hinein ins Festgelände zu den Verteilern auf dem Gelände. Hier wie auch an den MFG finden Schaltarbeiten für die einzelnen Kunden statt. Bei ihren Arbeiten auf dem Gelände selbst sind die Kollegen abhängig von den anderen Aufbauarbeiten. Und da geht es nicht gleich schnell. Sobald wie möglich fangen die Kollegen mit ihrer Arbeit im Zelt an. Rund 20 Kilometer Leitung müssen sie verlegen. 2400 Kupferdoppeladern werden vorgehalten. Beim Verkabeln ist Improvisieren angesagt. Wenn die Bodenverleger beispielsweise bereits verlegte Kabel wieder abmontiert haben und unsere Techniker die Leitung nachher unter den verlegten Boden schieben müssen. Eng geht es zu. Baustelle pur. Alex, wie lange machst du das hier schon auf dem Oktoberfest? Seit 2007 bin ich da und mache die Vorinstallation bis zum Abbauende. Das ist ja schon ein richtig alter Hase, ne? Ja, kann man sagen, dass man ein alter Hase mittlerweile ist. Und dann ist das alles für dich ja auch Routine. Routine kehrt nie ein, weil es ist jedes Jahr immer was anderes. Und bist du dann nur beim Aufbau da und beim Abbau da oder bist du auch während der Wiesn dann auch hier? Ich bin Aufbau während der Wiesn und Abbau im Endeffekt vom ersten bis zum letzten Tag, bis alles weg ist, bin ich da. Und worauf musst du dann so achten, wenn du während der Wiesn zum Beispiel auch? Während der Wiesn muss man halt aufpassen, wie es Vandalismus, wie ist die Stimmung auf der Wiesn, ist eine ruhige Stimmung, ist weniger Vandalismus, ist aggressiver, da muss man halt da extrem aufpassen, weil man kann nicht alles, die Verteiler verstecken irgendwo hinten drin, die Leute kommen überall hin. Schlüsselstellen sind die Kabelschächte. Bei schlechtem Wetter muss oft eine Pumpe her, um das Wasser aus dem Schacht zu bringen. Erst dann kommt man an die Muffen ran, um von hier aus Kabel anzuschließen. Hier zeigen die Muffen ihre Wassertauglichkeit. Selbst wenn sie über Wochen im Wasser liegen, bleiben sie trocken, wie diese Kontrolle zeigt.
Rund 1 Kilometer Glasfaserleitungen verlegen die Kollegen von den Muffen aus zu den Rundfunk- und Fernsehsendern und eben zu unseren eigenen Mobilfunkstationen bis an den sogenannten Ethernet Network Terminator, den mir hier Tobias zeigt. Den ENT braucht es zur Anschaltung des Mobilfunkstandorts an die Ethernet-IP-Plattform. Ab hier übernehmen dann die Mobilfunkkollegen den weiteren Technikaufbau. Ihr habt hier jetzt richtig viel Kabel verbaut. Was passiert denn, wenn etwas reißt? Unsere Container sind redundant angebunden und wenn ein Kabel abgerissen wird, das zieht das Netzmanagement über den redundanten Weg und gibt uns dann ein Störungsticket zum Entstören. Machen wir doch noch einen kleinen Abstecher zum Mobilfunk. Wir gehen davon aus, dass auch in diesem Jahr der mobile Datenverkehr weiter zunimmt. Deshalb optimieren auch die Mobilfunkkollegen weiter ihr Netz. Die Stationen, die aufgebaut werden, werden nicht nur äußerlich hübsch auf Vordermann gebracht. Es tut sich auch was bei der Technik. Emanuel, für was bist du jetzt zuständig? Also ich bin mit den Kollegen hier für den Auf- und Abbau zuständig und ich bin so ein bisschen als Knotenpunkt. Also ich bin Ansprechpartner für die Anliegen und gebe die auch entsprechend weiter. Und was gibt es auf der Wiesn dieses Jahr Neues im Bereich Mobilfunk? Also dieses Jahr haben wir modernisiert auf Single-RAN-Technik, das heißt ausgesprochen Radio Access Network. Sprich alle Techniken, also GSM, UMTS und LTE, werden über eine Hardware abgewickelt. Das macht uns einfach flexibel und auch fit für die Zukunft, was zum Beispiel 5G angeht. Ist ja schon recht viel Routine hier beim Aufbau der Mobilfunkstandorte. Aber was sind so wirklich die Herausforderungen jedes Jahr aufs Neue? Also grundsätzlich ist es immer die steigende Kapazität der Daten. Also das ist so die größte Herausforderung, die wir haben. Und damit passen wir uns auch mit dem S-RAN, also mit dem Single-RAN sozusagen an. Das gibt uns ein bisschen mehr Möglichkeit, mit den Kapazitäten nach oben zu gehen. Ansonsten haben wir immer einen sehr hohen Abstimmungsbedarf auch mit den Betreibern. Also wir sind da sehr an die Zeiten, wie die aufbauen, gebunden. Wie viele Mobilfunkstandorte haben wir hier auf den Wiesn? Wir haben insgesamt 14 Standorte aufgebaut. Davon sind 10 solche Maststandorte, 3 In-Zelt-Lösungen und eine Small-Cell-Lösung. Wo befindet sich denn die Small Cell? Die ist im Käferzelt aufgebaut. Am 21. September startet das Oktoberfest 2019. Es ist noch einiges zu tun, ehe sich die Karussells drehen können und in den Festzelten das Bier in Strömen fließt. 6,3 Millionen Besucher haben letztes Jahr 7,9 Millionen Liter Bier getrunken. Getoppt werden die Zahlen noch durch die Summe der Bits, die allein durch unser Mobilfunknetz geströmt sind. Es waren rund 50 Terabyte, also 50.000 Gigabyte. Hier wird noch fleißig aufgebaut und ich lasse unser Team jetzt mal in Ruhe. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da und wenn ihr noch Fragen habt, gerne unten in die Kommentare schreiben. Und nicht vergessen, unseren Kanal abonnieren, damit ihr noch weitere spannende Informationen über unser Netz bekommt.